So, grüß Gott, schön, dass ihr heute dabei seid. Heute wollen wir uns mit der Sitzhöhenverstellung beim 107er beschäftigen. Er hat für den Fahrer und für den Beifahrer jeweils die gleiche Technik verbaut unterm Sitz, um die Höhe etwas anpassen zu können, je nach Größe vom Fahrer und vom Beifahrer. Das Ganze wollen wir hier mal trocken für die Beifahrerseite hier in die Werkstatt mal zusammensetzen, auch mit dieser Mechanik da und dann nachher oben am Fahrzeug direkt, wo man dann auch diese Feder hier dann spannt. Dazu habe ich mir so ein kleines Hilfsmittel gebaut, so ein kleiner Federspanner. Der weicht ein bisschen ab vom Werkstatthandbuch von Mercedes, funktioniert aber genauso und damit werden wir die Feder dann nachher oben spannen und machen das am Fahrzeug. Aber hier möchte ich euch jetzt erstmal zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist und wo was hinkommt, welches Zahnrad auf welchen Stift hier drauf kommt und wo die Federn dann hinkommen. Das machen wir jetzt gleich und dann nachher oben am Fahrzeug dann im scharfen Durchgang. So, hier liegt jetzt alles, was zur Höhenverstellung dazugehört. Ich habe einmal die zwei Schrauben, mit denen diese ganze Schiene dann am Fahrzeug befestigt wird. Einmal die etwas längere Schraube für den Bereich vom Seitenschweller und einmal eine etwas kürzere Schraube, die dann am Tunnel befestigt wird. Das sind selbstverkapselnde Schraube, das heißt, wenn ihr keine neue benutzt, müsst ihr Schraubensicherung drauf machen, Schraubensicherungspaste drauf schmieren, etwas, damit die sich dann nicht lösen können, weil das Ganze wird spannungsfrei montiert. Und jetzt habe ich ja hier meine ganze Mechanik, die hier vorne dann ja in diese Schiene hier eingehängt wird mit diesem Rad. Das steckt ja dann nachher hier so drauf und wird dann durch so einen Splint hier gesichert. So, und das Ganze baue ich auf meiner Platte hier zusammen, auf meine Trägerplatte. Da fange ich an, hier diesen Wellenring, diese Unterlegscheibe, die leicht gewellt ist, hier drauf zu stecken. Dann kann ich mein Rad schon hier, mein Verstellrad, kann ich hier schon drauf tun und gucke, dass die Nase hier unten drin laufen kann. Das ist hier die Begrenzung. In dieser Range darf sie sich bewegen, um dann diese Höhenverstellung dann vornehmen zu können. Und von hinten kommt dann noch der Hebel drauf. Schaue, dass diese Platte und dieser Bolzer dann zum Zahnrad zeigt, in diese Richtung. Das ist dann der Bewegungsradius, wo dieser Hebel dann machen kann. Und jetzt habe ich noch eine Unterlagscheibe hier für die Befestigungsschraube, die auch wieder sichern und alles, was hier drin sich bewegen kann, würde ich gut fette, gut öle, damit es dann nachher auch reibungslos alles funktioniert. Dann wird die hier so durchgesteckt, am Fahrzeug montiert. So, dann habe ich meine zwei Riegel hier, den einen mit dem etwas dünneren Bolzer hier, packe ich auf die rechte Seite drauf, der muss sich dann hier oben einhaken. Und dann habe ich hier noch einen mit ein bisschen stärkeren Bolzer hier. Den arretiere ich hier auf meinem Hebel drauf. Der wird dann auch hier gesichert. Genauso wie der hier gesichert wird, damit der nicht runterrutschen kann von den Bolzen. Und dann diese goldfarbene, bronzefarbene, was das sein soll, die zweite Halteschraube für diese ganze Platte kommt dann nur hin und dient dann gleichzeitig als Begrenzung hier für diesen Bolzer. Dann hier die zwei Aufnahmen für die Feder. Damit verbinde ich dann die Feder. Gut, das geht jetzt wahrscheinlich, ach, geht schon. Verbinde ich dann das Ganze hier wieder. Wie gesagt, hier kommen die zwei Sicherungen noch drauf, damit mir meine Riegel nicht mehr vom Bolzer runterrutschen können. Einmal und dann hier oben noch für den Verstellhebel.
So muss das nachher im Prinzip dann aussehen, und diese Schiene kommt jetzt hier auf den Bolzer und wird dann mit dem kleineren Splint hier, mit der kleineren Sicherungsplatte dann hier gesichert, dass die sich auch nicht mehr aushaken kann, nicht mehr runterrutschen kann. Und die eine längere, dünnere Feder, die an der Karosserie am Seitenschweller eingehakt ist, kommt dann hier noch quasi als Rückholfeder für diesen Hebel hier, wird dann hier noch eingehängt, und dann ist das Ganze im Prinzip fertig. Und zum Schluss spanne ich dann noch meine große Feder hier mit einem Werkzeug, was man sich selber bauen kann. Das ist in 10 Minuten erledigt. Hier, die ich dann nachher hier so einhaken kann, und dann auf der Erhöhung, auf der ovale Aussparung zwischen hinterer Fahrgastbereich und vorderer Fahrgastbereich in diese ovale Öffnung tue ich dann ja diese Feder wieder einhängen, und dann ist das Ganze wieder auf Spannung, und wenn der Sitz dann drin ist, kann ich dann mit dem Eigengewicht das Ganze nach unten verstellen, und durch das Hochstellen mit dem Hebel fährt sich ja dann auch Zahnrad für Zahnrad die ganze Sitzschiene wieder nach oben. So, jetzt bauen wir das am Fahrzeug noch auf der linken Seite, für die Fahrerseite bauen wir das noch ein. Um die Sitzhöheverstellung jetzt wieder am Fahrzeug verbauen zu können, jetzt hier auf der linken Seite, schaue ich, dass hier diese Schiene an der Außenseite ist, da wo auch dann nachher der Hebel ist für die Höheverstellung. Und jetzt habe ich hier hinten meine Aufnahme, jeweils rechts und links, in die äußere Aufnahme. Die Schraube dann noch sichern mit Schraubensicherung, oder ich muss eben neue nehmen, die dann verkapseln, wenn ich sie reingeschraubt habe. So, die etwas kürzere Schraube kommt auf die andere Seite zum Tunnel hin.